Kaum zu glauben, eine Boeing parkt mitten in einem Gewerbegebiet von Niederaltaich und ein Starfighter steht direkt daneben. Den Düsenjet von 1960 abzuholen, ist ein Auftrag für Lkw-Fahrer Helmut Jesberger, der deshalb extra in die Nähe von Passau gefahren ist. Für die Firma Fährenkötter Transport und Logistik soll Helmut das Flugzeug von Niederbayern nach Niedersachsen in den 630 Kilometer entfernten PS-Speicher bringen. Der Jet ist eine Leihgabe des Sammlers Josef Voggenreiter und eines der Highlights für die Ausstellung Tempo, Tempo, Tempo in Einbeck bis Ende Februar 2024. Der Titel der Ausstellung verspricht nicht zu viel. Der Starfighter war schon damals ein echtes Wunderwerk der Technik. Was spiegelt besser das Tempo wider als der Starfighter? Macht 2 plus schnell, also 2300 km/h kann ich damit fliegen, wenn ich will. Und ein schöneres Flugzeug, um das Tempo herzuzeigen, gibt es eigentlich gar nicht. Und darum finde ich die Idee total schön, dass die einen Starfighter ausstellen wollen. Tempo ist die eine Sache, Sicherheit die andere. Der Starfighter war in seiner Zeit sehr umstritten. Allein im Jahr 1965 waren in Deutschland 26 Starfighter abgestürzt und 15 Piloten starben dabei. Im Volksmund wurde der Düsenjet deshalb Witwenmacher genannt. Zum Glück ist der Lkw-Transport des rund 3,5 Tonnen schweren Starfighters deutlich weniger gefährlich, aber natürlich muss Helmut ihn auch sicher ans Ziel nach Einbeck bringen. Der seit 37 Jahren schwierige und sperrige Frachten bewegende Helmut weiß, dass derlei Ladung, noch dazu, wo die Hülle aus Aluminium ist, keinerlei Experimente verträgt. Und eine Fracht wie diese hatte Helmut noch nie auf der Ladefläche. Erst einmal ist man perplex, weil ich habe ja in meiner Laufbahn schon viel gefahren, ne? Also alles querbeet, aber ein Starfighter noch nicht. Ne? Ja, dann fängst du natürlich an zu überlegen, wie wird der geladen, ne? Wie lang ist der, wie schwer ist der, wie breit und wer ist da. Wir haben uns ja gestern Abend schon kennengelernt und er hat mir den Starfighter gezeigt. Ich war ja nebendran gestanden heute Nacht. Und wie wir zwei geredet haben, da war mir klar, dass wir das Ding draufkriegen. Man fragt sich natürlich, weshalb ausgerechnet die Firma Fährenkötter Transport und Logistik einen solchen Auftrag abwickelt. Die 16 Meter lange Fracht auf dem Plateautiefbett selbst hat ja eigentlich nichts mit den sonst üblichen Ladungen zu tun, aber durchaus mit der Leidenschaft für in die Jahre gekommene Technik. Wir haben ja als Unternehmen und ich persönlich einen großen Faible für historisches Kulturgut, also sprich für technisches Kulturgut. Sprich Autos, LKWs und eben auch Flugzeuge. Und als wir davon gehört haben, dass dieser Starfighter ins Museum soll, zum PS-Speicher nach Einbeck, da haben wir natürlich gleich gesagt, da können wir helfen, da wollen wir helfen. Und wir haben nicht nur das passende Equipment dafür, sondern eben auch die passenden Fahrer. Hier der Helmut Jesberger, der da wirklich einen ganz tollen Job macht mit seinem Tieflader. Macht allen Freude, ich glaube, das sieht man auch. Ladungssicherung ist bei einem Flugzeugtransport natürlich das A und O. Der ist jetzt praktisch sogar übersichert. Ne? Ja, der hat zu mir gesagt, das Ding wiegt jetzt so mit der Hülle 4 Tonnen. Ne? Und ich habe ja da zig Spannquarte jetzt dran. Also oben drüber, ein Spannquart hat eine Zugkraft von 2,5 Tonnen, ne? Wo man runterzurren. Ne? Und auch die Traverse und das alles, das muss halt richtig gesichert sein. Ne? Und du musst auch die Zeit dazu nehmen, um das richtig zu sichern. Ja, wenn du 5 Minuten länger brauchst oder 10 Minuten länger, da hat bei uns noch nie jemand was gesagt. Die Vorbereitungen für den Transport hat Josef Voggenreiter übrigens selbst in die Hand genommen. Vor laufenden Fernsehkameras machen der Flugzeugverleiher und Lkw-Fahrer Helmut Jesberger einen tollen Job. Schon nach 3 Stunden ist der Düsenjet komplett geladen und auch gesichert. Perfekter hätte das Zusammenspiel der beiden Männer, die sich nie zuvor begegnet sind, nicht ablaufen können. Beide wissen eben, was sie tun. Also das Geheimnis des Erfolges sieht man direkt hinter mir. Denn Helmut, der Fahrer des Wagens, weiß genau, was er tun muss. Der Leihgeber des Starfighters, der Herr Voggenreiter, wusste auch heute Morgen mit dem Gabelstapler genau, wo setze ich an, wo bringe ich eine Stütze unter, an welchen Punkten muss ich irgendwie angreifen. Also er war mittendrin, wie auch alle anderen. Die waren sehr aktiv und
diese Professionalität, die man da einfach bei dem Verladen, bei der Ladungssicherung merkt, das merkt man dann später auch in der Zeit. Denn es geht wirklich gut und schnell, ohne dass wir hastig werden und Dinge übersehen, sondern da greift einfach eins ineinander und die Erfahrung beim Transport spielt da einfach mit. Wie schwer es aber ist, mit einem Plateau-Tiefbett um die Ecken zu kommen, zeigt sich für Lkw-Fahrer Helmut Jesberger beim Verlassen des Grundstückes in Niederbayern. Eigentlich ist Platz genug, nur wurde da ausgerechnet am Tag zuvor noch an einem Stromkasten gearbeitet. Das passt so nicht. Erst müssen mehrere Autos auf dem Firmenparkplatz zur Seite gefahren werden. Das schafft Platz. Dann nimmt Helmut mit seinem 530 PS starken Actros einen zweiten Anlauf und meistert die Situation, so als wenn nichts gewesen wäre. Endlich hat der Lkw-Fahrer die Autobahn erreicht. Ohne nennenswerte Staus geht es zügig voran. Doch nach einer halben Stunde macht Helmut noch einmal Stopp. Sorgfältig wirft der Fahrer, der sonst meistens mit großen Erntemaschinen unterwegs ist, einen Blick auf die Ladung und zurrt natürlich die Spanngurte nach. Ja, man muss ja mal so nach 60, 70, 80 Kilometer durch die meine Ladungssicherung immer noch einmal nachkontrollieren, weil es kann sich ja was gelockert haben. Und es waren wirklich 2 Gurte, waren ein wenig locker, also ein Zahn weiterratschen, aber es kann ja mal sein, dass es lockerer wird oder was durch die Bewegungen und durch alles. Ne? Aber jetzt ist alles gut, jetzt können wir dann wieder weiterfahren. Und weiter geht es mit dem außergewöhnlichen Transport, den sich an diesem Tag wohl so ziemlich jeder Auto- und Lkw-Fahrer etwas näher ansieht. Einen echten Starfighter auf der Autobahn, das gibt es eben auch nicht alle Tage. Natürlich ist auch Helmut Jesberger stolz darauf, dass ausgerechnet er diesen ungewöhnlichen Transport zum PS-Speicher nach Einbeck fahren darf. Einen ganzen Tag lang stehen der Düsenjet und damit auch Helmut sozusagen im Mittelpunkt. Wie fühlt sich der Lkw-Fahrer dabei? Ja, also da sind gerade bei den PKWs, wo Beifahrer drin waren, wo ich also sehe im Spiegel, da waren also wirklich viele, wo also mit dem Handy gefilmt haben, wie sie vorbeigefahren sind. Und ja, Lkw-Fahrer sind langsam vorbeigefahren, um sich den Starfighter anzuschauen. Ja, es ist also ja, hochinteressant, mit so einem Teil durch die Gegend zu fahren. Ne? Man könnte schon fast sagen, man wäre berühmt. Nach mehr als 600 Kilometern steht dann am Mittag des nächsten Tages das Abladen des Starfighters am PS-Speicher in Einbeck auf dem Programm. Aber erst einmal muss Helmut auf das Gelände kommen. Wieder eine gewaltige Herausforderung. Diesmal muss er sogar rückwärts fahren, was das ganze Manöver natürlich noch viel schwieriger macht. Hier heißt es, Augen und Ohren überall zu haben. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, du siehst im Spiegel, weil der war ja auf dieser Traverse gestanden, der Starfighter, und die Enden von der Traverse siehst du im Spiegel nicht. Und das sind ja die, die überstehen. Ja? Und da musst du also höllisch aufpassen, dass du da nicht hängen bleibst, ne? Irgendwo. Also das war das Schwierige dran, dann musst du über rechts schieben, ja, wo du sowieso weniger siehst, als wenn du über links rumschiebst. Ja? Und dann war also die Einfahrt auch ziemlich schmal. Ne? Also, wenn man sagen, mit dem Mähdrescher wäre man nicht reingekommen. Ne? Wie schon beim Aufladen in Nordbayern wird die Aktion einmal mehr von einem Kranwagen unterstützt. Schon bald hat dessen Fahrer den Starfighter am Haken. Auch Flugzeugeigentümer Josef Voggenreiter ist nach Einbeck gekommen, um jeden einzelnen Schritt genau zu überwachen und vor allem, um selbst mit anzupacken. Da diesmal nach dem Abladen auch die Montage der mitgelieferten Flugzeugteile ansteht, sind gleich 2 befreundete Monteure mitgekommen, bei denen ebenfalls jeder Handgriff sitzt. Besser könnte es wohl kein Flugzeugmechaniker machen. Josef Voggenreiter macht kein Geheimnis daraus, dass der Starfighter für ihn so etwas wie ein Baby ist und der etwa 6000 Nieten an dem Flugzeug kennt. Beeindruckt hat den Flugzeugbesitzer neben der Unterstützung durch die Helfer vom PS-Speicher aber auch der Einsatz von Lkw-Fahrer Helmut Jesberger. Ja, ich hätte mir das so nicht zugetraut. Erstens bin ich kein Lkw-Fahrer und ich bewundere den Lkw-Fahrer, mit welcher
Leichtigkeit und mit welcher Präzision er hier dieses ganze Gespann mit über 22 Meter Längen da auf diesen beengten räumlichen Verhältnissen eingepackt hat. Also alle Achtung, Hut ab vor ihm. Neben dem Starfighter zeigt der PS-Speicher in der Ausstellung Tempo, Tempo, Tempo natürlich noch allerhand andere spannende Exponate zum Thema Geschwindigkeit. Auch ein Starfighter-Cockpit ist dort bis Ende Februar 2024 zu bestaunen. Für die Spedition Fährenkötter ist der außergewöhnliche Transport indes ein Imagegewinn für die Branche, der zeigt, was sich mit Hilfe von Lkw alles bewegen lässt. Also jeder verbindet ja mit dem Lkw-Transport die ganz alltäglichen Dinge. Also die Lieferung in den Supermarkt, Treibstoff für die Tankstelle mit dem Tankzug. Aber dass der Lkw im Grunde genommen auch sowas wie ein Ausstellungsstück bringt, also praktisch für die Freizeit auch liefert, das haben die wenigsten auf dem Schirm. Nach 3 Stunden ist der Starfighter dann endlich komplett montiert und aufgebaut. Für Helmut Jesberger heißt es jetzt auf zum nächsten Kunden. Nur schade, dass es diesmal nicht wieder ein ungewöhnlicher Flugzeugtransport ist.